Swaddy Carpet, good morning. Wir sind zurück in Thailand, genauer gesagt in Bangkok. Aber nicht um uns hier großartig was anzugucken, sondern einfach mal ein bisschen runterzukommen, unsere Sachen mal auszupacken und ein bisschen für YouTube und den Blog zu arbeiten. Und wir haben gedacht, wir nehmen euch einfach mal mit in unseren Alltag hier, weil wir sind hier in einem richtig nicen Kondo, einem der neuesten und luxuriösesten Kondos in ganz Bangkok, dem Asoke 195, diesem riesigen Gebäude hier. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein und schauen uns mal das Zimmer an. Morning. Morning. Na? Gute Arbeitsteilung haben wir, gell? Ja. Ich mach Frühstück und du kommst, wenn es fast fertig ist. Perfekt, so soll es sein. Ja, da sind wir auch schon bei der ersten Sache hier in der Wohnung. Das ist unsere Küche. Ich würde sagen, sie ist klein, aber funktional. Und wir haben sogar ein Induktionskochfeld, was richtig krass ist, weil es einfach sofort heiß wird. Man muss einfach nicht warten. Und der fasziniert mich sehr und es geht richtig schnell, wenn man kocht. Ja, also grundsätzlich ist die ganze Ausstattung hier extrem modern. Man sieht, dass das alles noch komplett neu ist. Ja, ich würde sagen, wir führen euch mal kurz rum. Ja, okay. Also, hier haben wir unsere Küche mit Kühlschrank, Mikrowelle, Herd und so weiter. Dann hier geht es ins Bad. Ich würde sagen, es ist jetzt auch nicht besonders groß, aber auf jeden Fall ausreichend. Man sieht halt, dass alles sehr modern ist, hier mit den ganzen Lichtern und so weiter. Ja, voll. Und theoretisch hätte man auch eigentlich voll viel Stauraum, den brauchen wir jetzt natürlich gar nicht. Und eine große Dusche, auch mit so einer, wie sagt man das, Gegendusche oben. Dusche ist sehr nice. Ja, das ist natürlich was Besonderes, weil wir haben ja ganz oft gar keine richtige Dusche, gerade hier in Asien. Das ist ja voll oft so, dass man nur so neben dem Klo quasi diesen Duschhahn hat und das gar nicht abgetrennt ist. Das ist hier dann natürlich schon ein bisschen Luxus. Dann gehen wir mal ins Wohnzimmer. Klasse. Wenn du sagst Wohnzimmer, dann machen wir kurz unsere Trennwand auf. Dann haben wir nämlich wirklich 2 Zimmer. Ja, dann haben wir halt hier die kleine Couch mit dem kleinen Tisch und dem Fernseher, der ist ziemlich groß und ja, hier sitzen wir dann zum Arbeiten. Ja, hier, der hat auch Netflix, Amazon Prime und so weiter. Ja, ist irgendwie ein cooles Gefühl, wenn man sich abends dann wirklich so auf die Couch setzen kann und am Fernseher was guckt. Das machen wir sonst ja auch nie, sonst sitzen wir immer im Bett und haben halt den Laptop auf dem Schoß. Das ist natürlich schon sehr cool. Das Einzige, was halt so ein bisschen fehlt, ist so ein kleiner Arbeitstisch. Ja, mit richtigen Stühlen, das wäre halt cooler, dass man richtig sitzen kann, aber es ist okay. Ja. Und dann, wenn man hier diese Trennwand aufmacht, ist man im Schlafzimmer. Das Bett ist auf jeden Fall mega bequem und hat einen super Blick nach draußen. Das ist, glaube ich, das Krasseste. Aber eine Sache muss ich noch vorher zeigen. Wir haben nämlich einen Kleiderschrank, wir haben auch mal unsere ganzen Sachen ausgepackt. Und wenn man den aufmacht, geht einfach Licht an, automatisch. Und wenn man den wieder zumacht, geht es wieder aus. Also das Bett ist mega bequem und ja, dann lasst mich mal kurz rausgehen. Dann zeige ich euch mal die Aussicht hier vom 49. Stock auf Bangkok. Das ist natürlich schon ein sehr geiles Gefühl, hier im 49. Stock zu stehen und ja, Bangkok liegt einem quasi zu Füßen. Aber es ist auch echt ein bisschen gruselig, weil das einfach offen hier, ne? Und auch wenn es dunkel ist, sieht es natürlich mega geil aus. Das zeigen wir euch heute Abend nochmal. Und ja, wir haben ja auch hier im Hintergrund so eine kleine Waschmaschine und hier so einen Wäscheständer, wo wir auch unsere Wäsche machen können. Und ja, das war es so vom Zimmer. Held macht jetzt mal unser Frühstück und dann lassen wir uns mal schmecken hier. Das Chillige an diesen Kondos ist halt, man hat hier noch einen Pool, einen Aufenthaltsbereich, ein Gym und so weiter. Das zeigen wir euch nachher auch noch. Dann sind wir erstmal hier am Pool und ja, genießen einfach das geile Wetter hier gerade in Bangkok. Und eigentlich muss man nicht mehr das Gebäude verlassen und hat eigentlich trotzdem alles. Das ist halt mega geil. Kalt. Stell dich mal nicht so an. Das ist auch was ich finde, was man voll vergisst, dass es draußen so heiß ist, gell? Weil wenn man sich die ganze Zeit in dem Gebäude aufhält und es ist alles klimatisiert und so, dann denkt man immer, ja, geht eigentlich voll, aber es sind, glaube ich, schon über 30 Grad immer. Aber im Pool lässt sich's aushalten, oder? Ja, hier ist sehr nice. Was krass ist, aber wie hoch dieses Gebäude ist. Ich weiß gar nicht, wie viel Meter, aber keine Ahnung.
Also ich muss schon sagen, an den Lifestyle kann man sich auf jeden Fall gewöhnen. Hier einfach so tagsüber ein bisschen am Pool chillen, ein bisschen braun werden, die Aussicht auf Bangkok genießen. Nicht schlecht, oder? Ja, also ich habe immer das Gefühl, wir passen hier nicht so richtig rein, weil alles so fancy ist. Aber ich könnte mich auch dran gewöhnen, ja. Ich glaube auch. Fühlt sich gut an. Hier bei dem Pool ist dann auch so eine ganze Grünanlage, wo alles so ein bisschen bepflanzt ist und hier gibt es so ein paar Sitzgelegenheiten. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt drinnen auch noch so einen Library Room und Arbeitsbereich. Den zeigen wir ja auch gleich nochmal, weil der ist auch richtig klasse. Willkommen in der Lounge. Das ist die Presidential Lounge. Ich finde, man fängt direkt an, so ein bisschen leiser zu reden, oder? Weil das so einen eleganten Charakter hat und man irgendwie nicht stören will. Ja, das sieht schon sehr fancy aus hier drinnen. So krass aus. Ich glaube, es ist irgendwie alles Marmor, zumindest Marmoroptik. Und die ganzen Möbel sehen so hochwertig aus und alles so aufeinander abgestimmt. Richtig fancy. Es geht auch noch hoch. Ja, gehen wir mal hoch. Ja. Hier ist so ein Conference Room, den kann man sich buchen. So, hier ist so ein bisschen die Bücherei. Also nennt sich so. Und hier stehen auch überall Bücher in den Regalen. Ich denke mal, man kann die sich auch nehmen und sich dann halt hier hinsetzen und was lesen. Und hier sind dann auch noch so Sitzecken und so. Das ist schon sehr fancy. So höflich einfach, oh mein Gott. Daran müssen wir uns noch gewöhnen, dass er lieber die Tür aufhält. Das fühlt sich so komisch an. Wir gehen jetzt einkaufen und wollen mal die Gelegenheit nutzen, um euch hier ein bisschen das Viertel zu zeigen. Das nennt sich Rama 9. Ist auf jeden Fall ein, sage ich mal, gehobeneres Viertel. Das merkt man hier so an den Stores und Läden und so weiter, die man sieht. Aber ja, checken wir. Und an den Preisen. Und an den Preisen. Aber ja, wir müssen irgendwas einkaufen zum Essen, weil Essen gehen hier ist echt teuer. Eine Sache, die an dem Kondo auch sehr gut ist, ist die Lage hier direkt im Zentrum von Rama 9 an der Metrohaltestelle, die dann auch in die Innenstadt führt, zum Königspalast und zum Wat Pho und so weiter. Und eine Sache, die auch sehr cool ist, ist der Nachtmarkt hier direkt in Laufnähe. Jot Fair ist einer der gehyptesten Nachtmärkte hier in Bangkok. Und wir dachten, ja okay, perfekt, der ist hier in Laufnähe, hier können wir dann immer günstig essen gehen. Nicht unbedingt. Also der ist für thailändische Verhältnisse schon auch echt teuer, was Essen angeht, und es gibt eine super schlechte Auswahl für Vegetarier. Aber Helen hat hier ein Brooklyn-Shirt, was ihr vielleicht schon gesehen habt, hier gekauft, und man kann so ein paar süße Snacks kaufen. Dafür ist es ganz cool. Und jetzt gehen wir mal in die Mall. Die ist auch direkt bei der Metrostation und die ist riesengroß. Erstmal schön Kartoffeln kaufen. Richtige deutsche Alma. Was steht noch so auf der Einkaufsliste außer Kartoffeln? Vegane Nuggets zum Beispiel und Spinat, das essen wir zu den Kartoffeln. Dann ein paar Mal Nudeln und Gnocchi und ein paar Soßen dazu, also simpel auf jeden Fall, und auch noch ein bisschen was fürs Frühstück. Wir sind ja vegetarisch unterwegs und da hilft immer diese Ziffer hier. Wenn man diese 17 irgendwo sieht, auch bei Restaurants oder halt auf Lebensmitteln, dann heißt es, dass es vegan ist. Also der Einkauf waren jetzt umgerechnet so 45 € schätzungsweise. Also ein bisschen günstiger, als wir gedacht haben, aber trotzdem Preise sind teilweise teurer als in Deutschland. Also jetzt, was wir so von Aldi kennen, ist hier nicht möglich. Es ist aber auch ein teurer Supermarkt, glaube ich. Der ist sehr schick. Generell ist diese Mall halt eher so ein bisschen höherpreisig. Deswegen gucken wir mal, fahren wir ganz nach oben in den Food Court, ob wir da was Günstiges zu essen finden. Appetit. Guten Appetit. Sieht gut aus. Dazu noch hier Thai Iced Milk Tea. Das ist so süß, kannst du trinken. Lecker. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like da, das hilft uns immer sehr weiter. Und falls ihr Videos wie diese mögt und auch gerne noch mehr von uns sehen wollt, dann abonniert auf jeden Fall diesen Kanal. Und merkt euch mal diese Frisur hier, ich bin sehr unzufrieden und ich habe gleich einen Friseurtermin und hoffe, dass es danach besser aussieht. Dann bleibt auf jeden Fall mal dran, nicht nur um Helens neue Frisur zu sehen, sondern auch unser größtes Highlight hier in den Zwillingstürmen. Da ist unsere Unterkunft. Und dann verraten wir natürlich auch ganz am Ende, wie viel das Ganze denn kostet. Okay. Da ist aber jemand wieder schnell zurück. Aber siehst du auch warum? Sie hatten leider meinen Termin nicht.
Aber vergessen, oder was? Einfach vergessen, ja. Aber gut, ich war trotzdem da jetzt kurz, habe mich beraten lassen. Ich gehe jetzt übermorgen nochmal hin. Also in einem der nächsten Videos werdet ihr es dann vielleicht auch sehen. Okay, dann gucken wir uns jetzt mal hier das Highlight an. Ja, also wenn wir einen Kritikpunkt an dem Gebäude haben, dann sind es wirklich die Aufzüge. Es gibt eigentlich 3, davon ist einer kaputt, also 2. Und man wartet immer ewig. Einer ist immer ganz oben, einer ist immer ganz unten und wir stehen hier drauf. Also der ist jetzt im 50. Der ist kaputt und der ist im 1. Stock. Yay! Wir sind zurück im 8. Stock, hier waren wir ja schon. Aber eine Sache haben wir euch noch nicht gezeigt und das ist für uns echt das Highlight hier. Tada! Das Gym, aber das ist so der erste Floor vom Gym. Also hier sind so die ganzen Cardio-Geräte. Es gibt auch ein Stairmaster, das ist mein Lieblings-Cardio-Gerät, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und oben gibt es noch viel mehr Geräte und es sieht halt so geil aus. Man hat überall hier diese Gläserfront, da macht Trainieren richtig viel Spaß. Und wir haben keine Ausrede, wir waren auch bisher jeden Tag. Und mein persönliches Highlight hier einfach ein Squat Rack, weil so oft ist es in Hotels oder auch Kondos so, dass man nur so Geräte hat und keine Langhanteln und so weiter. Und hier einfach ein komplettes Squat Rack mit Schrägbank, vielen Gewichten, also man kann wirklich alle Übungen machen. Und ja, wir waren bisher jeden Tag trainieren, war richtig fleißig, macht richtig Bock hier mit der Aussicht. Und jetzt ist natürlich die Frage aller Fragen, was kostet der ganze Spaß? Das erzählen wir euch oben im Zimmer wieder. Also wir zahlen jetzt hier pro Nacht 36,50 € und damit ist halt alles inkludiert sozusagen Benutzung vom Pool, Gym, von den Arbeitsbereichen und so weiter. Also schon ein echt guter Deal hier in dem neuen Gebäude. Das, glaube ich, wurde von den Chinesen gebaut und wenn ich das so richtig höre und wahrnehme, hier sind auch ziemlich viele Chinesen, die hier wohnen. Aber das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber mein Eindruck war, dass das hier überwiegend von Chinesen bewohnt wird und auch noch viele hier neu einziehen. Es ist so neu, dass hier ständig noch Leute vorbeikommen, irgendwie sich was anschauen und so weiter. Also ja, wenn ihr ein Kondo kaufen wollt hier in Bangkok, also wir können es auf jeden Fall weiterempfehlen. Bestimmt teuer. Ja, aber eine Sache müssen wir noch dazu sagen. Wir haben das Ganze über Airbnb gebucht, das kann man dort ganz normal machen, aber es ist wohl nicht so richtig legal. Also wir waren jetzt über einen längeren Zeitraum hier, das ist dann wohl okay, aber hier stehen überall so Schilder rum, hängen auch im Aufzug, dass es eben kein Hotel ist und dass man das eigentlich nicht über ihr Airbnb vermieten soll. Also dass zum Beispiel Daily und Weekly Rentals eigentlich verboten sind. Und da steht dann auch irgendwie die Strafe, das kann halt ziemlich teuer werden oder irgendwie bis zu 1 Jahr Gefängnisstrafe. Das ist natürlich irgendwie nicht so schön. Als wir hier die Schlüssel übergeben bekommen haben, wurde uns auch gesagt, wir sollen so tun, als würden wir hier wohnen. Also ich weiß nicht, ob wir uns jetzt gerade in einem rechtlichen Graubereich befinden. Das solltet ihr einfach wissen. Wir wollen es jetzt nicht uneingeschränkt empfehlen, weil es scheinbar nicht so richtig legal ist. Ja, aber trotzdem so von der gesamten Experience ist es halt einfach schon cool, jetzt auch für uns einfach mal ein bisschen runterzukommen. Einfach mal eine Zeit lang hier in Bangkok zu sein, nicht als Tourist, sondern einfach so, als wenn wir hier leben würden. Das genießen wir einfach gerade sehr, weil ja die Area hier ist natürlich auch schon sehr nice, sehr fancy, sehr cool. Auch wenn es ein bisschen teurer ist. Wir haben so ein paar Spots gefunden, wo man auch günstig essen gehen kann und kochen halt selbst so ein bisschen. Es ist ganz schön, so ein bisschen Alltag zu haben zwischen diesen ganzen Reisen. Und ja, aber es geht weiter. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Bis dann, ciao, ciao.